Ich bin hier auf dem Area Camper in Mazarón, Spanien. Wir haben schönes Wetter, wir haben Anfang Januar und hinter mir steht ein neues Wohnmobil, ein Morelo Grand Empire, steht jedenfalls dran. Und dieser Grand Empire, der hat einige technische Neuheiten, die möchte ich in diesem Video zeigen. Herzlich willkommen dazu. Ja, im Bild haben wir jetzt den Besitzer dieses Wohnmobils. Es ist der Dirk. Hallo Dirk, wir kennen uns. Hallo Hartmut, willkommen hier. Ja, und schön, dass wir uns wieder treffen. Ja, Dirk, wir haben schon mal ein Video gemacht gemeinsam und zwar auch über ein Fahrzeug von dir. Das war ein STX. Zwischenzeitlich hast du aber das Modell geändert. Was hast du zwischenzeitlich gemacht? Genau, nach dem STX, das war unser letzter Film, ich glaube von 21 oder 22. Danach haben wir das Fahrzeug verkauft, sind umgestiegen zum neuen Concorde, das war der Centurion 1200. Und in dem letzten Jahr hat mich halt dieser Hersteller, der Morelo, der neue Grand Empire geflasht. Der Hersteller hat uns davon überzeugt. Wir haben ihn das war glaube ich April, Mai 24 haben wir ihn bestellt und Ende November die Übergabe gemacht und sind dann mit dem Fahrzeug direkt nach Spanien gefahren. Ja, das ist ein Modell 25. Wir haben jetzt ja inzwischen auch 25. Du hast es schon in 24 erhalten. Das Fahrzeug wurde nach deinen oder euren Vorstellungen gebaut. Ist das richtig? Genau, so ist richtig. Also wir reden jetzt hier von dem neuen Grand Empire 110 GSO Modell 25 mit Slide-Out. Die Details bei diesem Fahrzeug oder bei dem Modell 25 liegen natürlich im Detail und da würde ich euch gerne mal mitnehmen und diese mal zeigen. Ja, bevor wir loslegen, vielleicht noch mal ein paar technische Daten und zwar zur Größe und Motorisierung dieses Fahrzeugs. Wir reden jetzt hier bei diesem Grand Empire Modell 110. Also man hat die Möglichkeit, die Fahrzeuge natürlich in verschiedenen Längen zu bestellen. Das heißt, die Grundlage ist immer natürlich der Chassis. Beim Chassis sprechen wir hier bei dem Fahrzeug Actros. Man sieht es an den großen Rädern und an der Typenbezeichnung 1853. Das heißt im Chassis 18 Tonnen und 530 PS von der Motorisierung. Gut, wie Länge, Höhe, Länge, Breite? Wir sprechen von der Breite, in der Fahrbreite Europa eine Maße von 2,55 Meter. Der 110er hat 11,40 Meter, hat auch in der Größe, das war für uns auch für die Entscheidung wichtig, wieder mal einen Mini Cooper mitnehmen zu können. Und wir haben jetzt aus der Vergangenheit ein etwas kleineres Fahrzeug aktuell und haben aber mehr Stauraum und auch mehr Wohnraum. Und das hat uns dann im Detail dazu überzeugt, dieses Fahrzeug dann auch zu kaufen. Gibt es dieses Fahrzeug schon mehrfach oder ist es einer der ersten, die so ausgeliefert wurden? Aktuell ist es der dritte Grand Empire Modell 25, der vom Band gelaufen ist. Okay, also es gibt noch nicht ganz viele von den Fahrzeugen, die so gebaut sind, beziehungsweise mit diesen technischen Erneuerungen auf der Straße sind. Das ist richtig. Die Probleme, glaube ich, lagen in der Vergangenheit, dass auch der Hersteller Daimler Truck zu wenige Chassis verfügbar hatte. Aber wir hatten Glück, weil viele fragen, warum kann man in dieser kurzen Bauzeit so ein Fahrzeug bekommen? Ja, wir haben ihn wirklich bestellt, wir haben ihn konfiguriert mit meiner Frau, mit der Anne zusammen, um auch diese Highlights und in der Farbe dann genießen zu können. Und wir wollten das 25er Modell wegen diesen Highlights, die ich gleich dann kurz mal zeigen werde. Gut, dann werden wir jetzt mal langsam anfangen. Wir werden außen anfangen. Da gibt es Dinge, die sind nicht ganz neu, aber wir zeigen sie einfach mal, um da eine Übersicht zu haben. Und dann gehen wir natürlich auch nach innen rein und da hast du, glaube ich, ein paar Highlights, die du zeigen möchtest. Genau, ich würde auch sagen, wir fangen außen an. Kommt einfach mal mit und dann zeige ich euch die Highlights. Jetzt stehen wir hinter dem Fahrzeug oder schräg hinter dem Fahrzeug und du hast hier hinten eine Garage in dem großen Fahrzeug. Genau, also sehr markant ist natürlich jetzt auffällig bei dem ganz neuen 25er Modell von dem Grand Empire ist die neue Heckgarage. Die hat ein durchgehendes neues Bremslicht. Die Garage wurde komplett neu gestylt, auch die Heckklappe wurde neu gestylt und auch die Motoren wurden getauscht. Es sind jetzt neue Spindelantriebe montiert und das zeige ich euch gerne mal. Ja, mach mal, öffne mal dein Fahrzeug.
Genau. Hier sieht man dann auch jetzt umlaufend, wenn der Hartmut es gleich mal filmt, Sie haben die Schütze unten komplett geschlossen. Das sieht sehr sauber aus. Man hat auch kein Spritzwasser mehr an der Garage und an der Heckklappe. Und man sieht, wenn man dann hier so reinfilmt, es gibt nicht mehr wie in der Vergangenheit die Motoren, die erst relativ tief montiert wurden. Da gab es die Alternative in der Mitte. Und jetzt hier oben sieht man auf der rechten und auf der linken Seite die neue Spindelantriebe. Und die sind einfach sensationell. Man hat unheimlich viel mehr Platz in der Garage. Und was ich jetzt wirklich sagen kann, sie sind komplett wartungsfrei. Es funktioniert. Man kann die Klappe auch mal nur mal 10, 15 Zentimeter offen stehen lassen. Durch den Spindelantrieb gibt es nicht mehr die Probleme wie in der Vergangenheit, dass die Klappe einfach mal ihren Endabschalter nicht mehr findet und man kann sie nicht mehr schließen und öffnen. Also das ist neu bei Morelo, bei dem Grand Empire, dass die jetzt also so einen Antrieb haben. Jetzt kannst du uns sagen, das sind Elektromotoren, die jetzt diese Scharniere bewegen, oder wie verstehe ich das? Genau, das sind zwei Elektromotoren, die werden über eine Elektrospindel angetrieben. Ich denke, das sind 24 Volt Motoren. Und die kennt man auch aus der Industrie hier. Die sind komplett wartungsfrei, verschleißfrei. Und die haben ja auch kein großes Gewicht hier zu tragen. Und vor allen Dingen, sie haben diese kleine Einbautiefe, dass man sie fast gar nicht sieht. Erzähl, was sehen wir hier alles? Genau, jetzt sind wir in der Garage von dem Modell 25 und natürlich auffällig sind natürlich die blauen Kästen. Wer sich so ein bisschen auskennt als Camper, der sieht natürlich direkt hinter dem Blau steckt die Marke Victron. Bei dem Morelo hat jetzt komplett umgeschaltet in die neue Modellreihe ab 25, also ab jetzt, ich sag mal, September, Oktober 24 werden jetzt die Fahrzeuge mit dem neuen Victron ausgerüstet. Ganz speziell sind halt natürlich das Highlight, sind diese 4x200 Ah Victron Lithium-Batterien. Das war in der Vergangenheit bei diesem Hersteller komplett außen unter den Klappen in Aluboxen verbaut und so stehen die Batterien komplett im beheizten Raum und das macht natürlich Sinn und vor allen Dingen wartungsfrei und sauber. Du hast hier diese große Box von Victron. Sag uns da was zu. Was für Leistung hat die? Genau, das ist ein Victron, das ist der große, das ist der 8000er. Den haben wir extra geordert. Es gibt da wohl auch noch einen kleineren, weil wir haben in diesem Fahrzeug alle Haushaltsgeräte verbaut mit 230 Volt. Das war uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir können die Waschmaschine, die Kaffeemaschine, der Backofen oder Mikrowelle, alles zusammen bedienen, laufen lassen, ohne dass das Fahrzeug Landstrom hat. Und das ist eine Besonderheit. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, sieht alles ordentlich aus, hier ordentlich verbaut. Auch hier diese Ablage. Was ist das für Material, was man hier so sieht? Genau, diese Ablage ist hier ein ganz normales GFK. Das haben sie sehr schön gemacht, auch von der Optik her. Sehr pflegeleicht und vor allen Dingen, man kann es immer wieder gut reinigen und sauber machen. Und ganz besonderes Highlight ist auch diese Rinne, die sie hier installiert haben. Wenn wirklich mal Feuchtigkeit entsteht, das tropft dann unten raus und man hat keine Feuchtigkeit in der Garage, wenn irgendwann was auslaufen sollte. Also von daher im Detail gut durchdacht. Ja, und du hast hier, das können wir gleich nochmal zeigen, du hast hier ein Fahrzeug drin. Was ist das für ein Fahrzeug, was du hier reinfährst? Also aktuell haben wir einen VW Up GTI, der hereinpasst, aber die Vorgabe vom Hersteller war für uns auch bedingt, dass wir hier einen Mini Cooper reinbekommen. Mini Cooper, den hatten wir vorher auch schon mal gehabt in der Vergangenheit. Und ist halt schon schön, wir leben den Mini Cooper und von der Größe her sind es ja knapp 4 Meter, das passt schon. Ja. So, ein weiteres Highlight für uns ganz neu von der Marke, total überzeugt. Ich zeige euch gerne mal den Fahrradlift. Viele kennen diesen Fahrradlift. Hier haben wir dann 2 E-Bikes verstaut mit Ladevorrichtungen und ja, wie man selbst sieht, man kann sie so schön verstecken, transportieren und ich finde es einfach eine tolle Idee, aber ich glaube mittlerweile hat jeder Hersteller im Portfolio diesen Fahrradlift montiert im Anbau oder im eingebauten Zustand, ist das eine ganz tolle Sache. Ja, es gibt immer den Nachteil, man muss natürlich zuerst den PKW rausfahren, bevor man die Fahrräder rausholt, aber so finde ich es einfach gut, dass man sie komplett im Heck dann mitnehmen kann und sie stören nicht mehr rechts und links. Viele Leute nehmen sie ja noch rechts und links mit und da muss man sich schon gut befestigen, damit der PKW keinen Schaden nimmt und wenn man sie nicht mehr braucht, dann fährt man sie einfach nach oben und das ist wirklich eine ganz tolle Sache.
Da verliert man natürlich etwas Wohnraum oben im hinteren Bereich. Ja, man verliert etwas Wohnraum, aber wenn wir mal in den Innenraum gehen, man wird sehen, es ist gar nicht auffällig. Also Leute, die gehen oder schauen auch in die Garage rein und sagen, wo habt ihr denn keine Fahrräder mit dabei? Weil viele wissen es einfach noch nicht, dass es so einen tollen Fahrradlift gibt. Und ich glaube, in dem Premium, wenn wir dann sprechen von dem ganz großen Grand Empire, der 120er oder der 190er von der Baureihe bei dem Hersteller Morelo, der hat sogar 2 Fahrradlifte im Angebot. Also da gibt es so viel tolle Sachen, was man erleben kann. Und es wird in der Tat dann so umgesetzt, wie der Kunde es wünscht. So. Das kannst du also auch so ein Stück auflassen. Wenn du jetzt nur mal kurz reingucken willst, brauchst du das Ganze nicht schließen. Genau, man kann es, genau. In der Regel lasse ich es auch gerne mal ein Stück offen halt, dass man einfach relativ schnell rankommt. Ja. Und das nächste Highlight, was es auch in der Vergangenheit nicht gegeben hat, ist halt die Elektrospindel. Schließt den letzten 10 Millimeter automatisch und man hört den Motor und die Heckklappe saugt sich in den Gummi. Oh ja. Also das ist natürlich eine ganz tolle Sache, gerade wegen Feuchtigkeit oder Schließen, dass man da nicht wirklich letztendlich einen manuellen Fehler machen kann. Und so übernimmt die Elektronik, das heißt die Elektromotoren sind so programmiert, dass sie an ihren Endpunkt fahren und schließen die Garage komplett weg, Wasser und Feuchtigkeit. Und das finde ich oder war von dieser Klappe sehr begeisternd. Schön. So, das nächste Highlight befindet sich dann hinter dieser Klappe. Vielen kennen es aus der Vergangenheit, da waren dann andere Wechselrichter, Solarregler eingebaut. Ihr könnt gerne mal einen Einblick nehmen, wie sauber das wirklich alles verbaut ist. Auch der Zugang zur Seilwinde mit der elektronischen Steuerung. Hier haben wir 2 Kabel, das heißt, wir können einmal mit 16 Ampere direkt auf den Wechselrichter gehen oder wir haben noch einen Landstromanschluss, der liegt dann nur bei 8 Ampere. Das ist für die gedacht, die einfach sagen, okay, ich möchte meinen Wechselrichter nicht unbedingt innen an der Elektronik umstellen. Die nehmen dann entweder den 16 Ampere Stecker oder hier den reduzierten auf halber Leistung. Aber so von der Montage her, wie man es hier sieht, sehr aufgeräumt, sehr sauber und nicht mehr wie in der Vergangenheit doch diese viele Wechselrichter. Jetzt hast du hier so eine ziemlich große Treppe oder stabile Treppe. Warum hast du die? Gut, die stabile Treppe war jetzt Vorgabe von meiner Frau. Wir hatten vorher schon eine 4-stufige Treppe und wir wollten einfach eine stabile Treppe, alleine auch wegen den Hunden. Wir haben einen kleinen Hund, dass der einfach sauber reinlaufen kann. Und und mit Geländer ist natürlich eine tolle Sache. Und drum haben wir die jetzt vom Aftermarket gekauft, bestellt. Und gerade dann, wenn wir lange in Spanien stehen, war ich der Meinung, können wir da gerne gut sicher rein und raus uns bewegen. Ja, Dirk, jetzt würden wir auch gerne mal sehen, wie so ein Fahrzeug von innen aussieht, beziehungsweise wir wollen uns anschauen, die besondere Technik, die ihr da habt. Genau, die nächsten Highlights von diesem Fahrzeug vom Grand Empire liegen natürlich im Innenraum und gerne nehme ich euch mal mit, kommt mal mit rein und dann zeige ich euch das gerne. So, jetzt befinden wir uns hier in dem Raum, der sich eigentlich so von der Serie der letzten Jahre nicht wirklich unterscheidet. Aber ihr seht dann auch hier vorne, wenn der Hartmut mal rumschwenkt, wir haben natürlich auf unser Hubbett verzichtet. Wir lieben den großen Raum, die Stehhöhe und vor allen Dingen die großen Oberschränke. Und das gibt natürlich mit diesem Slide-Out ein riesengroßes Raumgefühl. Die Highlights des Weiteren oder ich sag mal so bei den Modell 25 reden wir hier von dem Morelo Connected. Das ist absolut ein Highlight. Das wurde von Garmin mit dem Hersteller zusammen entwickelt und besitzt eine Sprachsteuerung. Jetzt sagen natürlich viele, okay, jeder kennt Alexa. Es ist in diesem Sinne keine Neuerung, aber bei diesem Hersteller, in dieser Funktion ist es der erste Reise- oder Wohnmobilhersteller, die eine Sprachsteuerung im Fahrzeug hat. Wir sind sehr begeistert. Wir haben oben ein Touchscreen und ich kann euch jetzt zum Beispiel mal zeigen, wenn man jetzt hier spricht mit dem Fahrzeug und es reagiert natürlich dann auf Sprachbefehle, die man dann vorher ein bisschen einüben muss, weil so ist er dann programmiert. Aber wir probieren es mal. Okay, Garmin, Heizung einschalten. Und wie ihr seht, man bekommt den Befehl, die Heizung ist an und das alte Panel schaltet ein, wie von Geisterhand.
Jetzt würden wir natürlich gerne dann auch die Temperatur ändern. Ihr seht, klar, bei diesen sommerlichen Temperaturen ist sie abgesenkt auf 16 Grad. Und jetzt hätten wir es gerne wärmer. Das heißt, meine Partnerin oder wer auch immer kann dann da entweder händisch oder mit der Sprachsteuerung das Ganze verändern. Okay, Garmin, Heizung auf 20 Grad einstellen. Und schon übernimmt er sofort den Befehl und hat die 20 Grad. Eine ganz tolle Sache. Ja. Das heißt, im Untermenü haben wir hier alle Funktionen und was wir gerne nutzen, ist natürlich halt diese Lichtgeschichte. Das heißt, wir haben einmal den Wohnraum, wir haben die Küche, wir haben das Bad, das Schlafzimmer, wo man es händisch einstellen kann oder mit Sprachsteuerung. Man kann es händisch machen, man kann es mit der Sprachsteuerung machen. Vor allen Dingen, was unheimlich viel, was wir auch nutzen, ist das Frontrollo. Gerne mal zum Beispiel. Okay, Garmin, Frontrollo auf Tagmodus. So, wie ihr seht, wie von Geisterhand fährt jetzt das Rollo auf die Tagmodus-Einstellung. Das heißt, man hat dann so ein bisschen Privatsphäre. Es sind sehr, sehr angenehme Spielereien und wir waren total geflasht, wie das dann wirklich funktioniert. Und so muss man sich als Endverbraucher einfach vorstellen, dass wir dieses Fahrzeug mit diesem Panel dann einfach händisch oder mit der Sprachsteuerung dann bedienen kann. Ja, ich zeige euch das gerne nochmal hier vorne. Hier ist dann, muss ich jetzt gerade mal gucken. Aber hier sieht man jetzt zum Beispiel, man kann natürlich auch das Frontrollo komplett mit Hand öffnen, man kann die Treppe ein- und ausfahren, also es kann alles, es kann wirklich, die Markise wird auf Sprachmodus rausgefahren, die Klimaanlage, die jetzt hier steht einmal auf Heizen, hier haben wir dann die Klimaanlage, auch das kann er, alles mit Sprachsteuerung, aber wir können das Fahrzeug natürlich dann auch hier komplett Frontrollo, alles händisch machen. Ja, man hat natürlich einen Unterschied, man sieht, wenn ihr hier mal runterschaut, im vorderen Bereich war es in der Vergangenheit viele Schalter und Steckdosen gewesen, da hat sich der Hersteller wirklich nur noch reduziert auf ganz kleine LEDs, man spart viel Elektronik und sobald man mit der Hand in die Nähe kommen die einzelnen Button werden dann angeleuchtet und man kann es einfach nochmal bedienen. Somit reduziert man natürlich die Schalteranzahl, aber man sieht auch hier in der Oberfläche, es ist einfach aufgeräumt, es ist sehr sauber. Hier unten dieses Bedienteil, das kennt man auch aus der Vergangenheit, das ist für den Slide-Out mit Heizung rein und rausfahren. Die alte benötigt immer noch ihr eigenes Menü und das kennen die ganzen Victron-Leute. Das ist ein Panel mit seinen Kacheln, wo man jetzt komplett sehen kann. Wir haben jetzt hier eine Einspeisung von 10. Also heute Mittag hatten wir sogar 14, 15 Ampere bei 24 Volt. Dann sieht man mal einfach, wie gut das dann auch mit dem Solar an dieser Sache dann funktioniert. Ja, das sieht ja alles schick aus, alles super modern. Kann man nur hoffen, dass das auch immer funktioniert. Gab es schon irgendwelche Probleme? Wir haben ja in der Tat, nach einer Woche hat sich das Garmin dann aufgehängt. Das muss man dann so sehen wie zum Beispiel ein PC halt. Da wusste ich im ersten Moment, okay, was macht man? Man schaltet das Gerät mal aus, man schaltet das Gerät wieder neu ein und schwuppdiwupps war er wieder da. Natürlich habe ich bei meinem Händler kurz mal angerufen und habe gefragt, bevor man einen Fehler macht, dass man da keine große Bedien- oder Anwendungsfehler macht. Man hat als Alternative, weil viele fragen dann, okay, was passiert, wenn hier mal am Touchscreen was passiert? Es gibt ein Tablet, ist noch mit im Lieferumfang. Aha. Und man hat auch die Möglichkeit, das haben wir beide, auch meine Partnerin, wir haben das Morelo Connect auf dem Handy. Das heißt, wir können auch das Auto von außen bedienen. Wir können von außen die Heizung hochfahren, wir können die Lichter einschalten und das ist sehr, sehr angenehm. Also ja, man muss es ausprobieren, was man möchte. Man kann es von Hand bedienen, wie eben schon erwähnt, aber mit einer Sprachsteuerung ist natürlich schon eine tolle Sache halt, ja. Okay, Dirk. Dürfen wir uns noch ein bisschen umschauen hier in deinem schönen oder eurem schönen Wohnmobil? Ja, wie ihr seht, von meiner Liebsten ganz toll eingerichtet, so ein bisschen nach unseren Geschmäckern, natürlich auch Möbel und so, aber da gibt es ja auch verschiedene Geschmäcker. Hier natürlich die teuerste Ablage der Welt, sage ich immer wieder, das ist die Spülmaschine. Aber die muss natürlich unbedingt mit drin sein, aber wir benutzen sie wirklich doch ganz, ganz selten jetzt. Aber wie eben schon im Beitrag erwähnt, nutzen wir hier bei diesem Fahrzeug alle Haushaltsgeräte. Das war uns sehr wichtig. Wir wollten keine 12 oder wir wollten keine Kompromisse eingehen. Alles auf Haushaltstechnik. Wie ihr dann hier sehen könnt, das ist dann der ganz große Kühlschrank mit Eisfach. Wir haben dann auch hier nebendran die große Backofen und Mikrowelle von Siemens.
Und hier unten drunter dann alles mit Siemens, große Waschmaschinen, Kombi, Trocknergerät, was wirklich einwandfrei funktioniert und auch wie eben im Beitrag erwähnt, was für uns wichtig war, weil wir auch gerne autark stehen, dass wir keinen Landstrom brauchen. Alles das kann er mit dem großen Wechselrichter, er fasst die Leistung wirklich zusammen. Wir haben einen Kaffeeautomat, der zieht natürlich einiges und so, aber das funktioniert total super und wir sind total begeistert. Konntest du alle diese Dinge, diese Details beim Hersteller aussuchen oder gab es da irgendwelche Probleme? Nein, also wir sind sehr offen empfangen worden. Wir hatten aus der Vergangenheit natürlich schon viel gelernt und wenn man verschiedene Reisemobile hat, dann weiß man, was man möchte und was man nicht möchte. Aber der Hersteller hat uns das so gebaut, wie wir es haben wollten. Ja. Das heißt, du hattest auch Einfluss auf Details, dass du, wenn welche Waschmaschine, welches Fabrikat da reinkommt und so weiter, welcher Kühlschrank und so weiter. Genau, es ging im Detail, man kann alles frei wählen. Wenn du hier mal hier rüber schwenkst, man sieht es zum Beispiel, das ist alles optional. Wir haben hier das Glas Ceranfeld, auch kein Gas, auch da wird mit 230 Volt, bisschen gekocht letztendlich. Es gibt kein Restebecken, das haben wir abbestellt. Es gibt auch der Auszug der Kaffeemaschine, all das wollten wir nicht. Da musste der Hersteller eine neue Glasplatte anfertigen und machen. Aber das war so einfach, das war so toll gemacht und der Hersteller hat gesagt, gebt uns bitte die Vorgabe und wir bauen euch das Auto. Ja. Du hast Einzelbetten, wie man sieht, Einzelbetten nicht, du hast ein Queensbett oder wie nennt man das? Genau, bei diesem Hersteller nennt man das die Liegewiese und jetzt fragt man natürlich, wenn man hier sieht, die große Auftritt, man kommt wirklich super ins Bett und was uns auch wirklich total überzeugt hat, waren halt diese große Kleiderschränke. Wir haben auf jeder Seite 2 große Kleiderschränke, wir haben eine große Liegewiese so und jetzt fragt man sich, wie kann es denn sein, bei diesem großen Bett, bei diesem großen Raum und man muss sich vorstellen, hinter diesem Bett befinden sich jetzt noch die Fahrräder. Ja. Und man merkt es im ersten Moment gar nicht und vom Platzangebot haben sie das einfach super gelöst halt. Mhm. Ja, schön. Ja. Ja. Großes Bad. Wir sprechen hier von dem Großraumbad, ja. Man hat auch die Option, dass man die Toilette geschlossen haben kann, wenn man das möchte, aber wir wollten das Großraumbad, vor allen Dingen, man hat das große Waschbecken mit den großen Schubladen, wo wirklich so viel reinkommt und ganz besonders dieser große Schrank, den haben wir in der Vergangenheit so vermisst und da kannst du so viel Zeug reinladen, also es ist unglaublich. Ja. Also wir lieben das und wir haben Platz wie zu Hause. Sag uns noch was zum Gewicht, Gesamtgewicht des Fahrzeugs beziehungsweise Zuladung. Wir haben bei diesem Fahrzeug, wir haben hier ein Chassis von 18 Tonnen und er liegt jetzt, wenn er voll geladen ist, liegen wir irgendwo so bei 21 Tonnen. Das heißt, zum Vorgänger sind es wirklich 4,5 Tonnen leichter. Und das Fahrzeug ist etwas kürzer, das merkt man natürlich gerade im Kraftstoffverbrauch und in der Geschwindigkeit. Natürlich ist er wirklich etwas übermotorisiert mit 530 PS, hat der Actros wirklich sehr leichtes Spiel. Und wir haben eine Zuladung, also ich bin mir sicher, du schaffst es nicht, den Fahrzeug so zu überladen. Das ist eigentlich bei diesem Chassis nicht möglich. Habe ich das richtig? War 18 Tonnen Gesamtgewicht oder 21 Tonnen? Nein, 18 Tonnen ist das Leergewicht, genau, Leergewicht von dem Chassis. Ach so. Und das Gesamtgewicht liegt dann bei 24,5 Tonnen. Ach so. Ja. Ja. Also wir haben eine Zuladung, also von über 4 Tonnen bei diesem Fahrzeug. Ja. Und da kann man wirklich alles mitnehmen. Ja, absolut. Es gibt immer noch Reserve, aber man weiß ja nie, was man alles noch mitnehmen möchte. Ja. Okay, das hört sich alles gut an, Dirk. Ja, dann schauen wir mal. Ja, das war interessant, das Ganze mal so hier zu sehen. Ich habe ja auch ein relativ neues Mobil, aber natürlich meine Ausstattung ist etwas einfacher, muss ich zugeben. Ja. Aber sieht schick aus, ganz klar. Ein Highlight vielleicht dann noch gerade zum Schluss, das war auch in der Vergangenheit immer ein Thema. Ich zeige es gerade jetzt nochmal hier. Wir gehen dann hier auf die Mediathek und fahren dann mal den Lift des Fernsehs, fahren wir hier mal raus. Und Oyster hat jetzt hier diese neuen Fernseher, das sind also jetzt wirklich Smart TVs 4K mit einer sehr hohen Oberfläche und mit einem Subwoofer Around System und einer Bildqualität vorne sowie hinten im Schlafraum kombiniert mit der neuen Oyster SAT-Anlage, wo man wirklich alles umrüsten kann. Wir haben auch das Fahrzeug bestellt mit dem großen WLAN-Router. Das heißt also, wir bräuchten auch keine SAT-Schüssel auf dem Dach. Wenn wirklich mal schlechtes Wetter oder Wind kommt, dann schauen wir einfach in der Mediathek, unser Fernsehprogramm an. Ja. Dirk, noch mal ein paar Worte zu deinem Cockpit hier, überhaupt zu dem Mercedes. Erzähl uns, was ist da neu? Also wir sehen jetzt hier das neue Cockpit von dem 25er Modell von dem Actros. Genau bei der Typenbezeichnung nennt man das jetzt 6D Temp
mit dem Zusatz E. In diesem E ist wohl dann wieder die etwas Verfeinerung, Motor, Getriebe und von der Abstimmung her. Okay, dann hast du auch keine herkömmlichen Außenspiegel mehr, sondern auch die Mirrorcams. Jawohl, bei diesem Modell, also auch schon in der Vergangenheit, hatten wir die Mirrorcams. Das war uns besonders wichtig, weil es gibt doch schon einige Vorteile. Ja gut, also von meiner persönlichen Warte her war es natürlich am Anfang schon eine Umstellung, aber wir wollten auch den Trend nicht verschlafen und hatten das Vorgängermodell, auch wie jetzt hier dieses aktuelle Modell, mit diesen Mirrorcams bestellt. Der Riesenvorteil ist halt natürlich daran, dass diese Mirrorcams mittlerweile von der Objektivität und von der Leistung fast besser sind wie das menschliche Auge. Und die ganz großen Vorteile liegen natürlich halt darin, bei Wind, Wetter, gerade morgens früh, wenn man losfährt, man kennt das, beschlagene Spiegel, du musst die Heizung anschalten, bei Wind, Regen, sogar Schnee oder Eis, hast du immer, weil wir innen auf die Monitoren schauen, hat man immer ein 100%iges, ganz klares Bild. Ah ja, jetzt schaltest du ein. Oh ja. So, jetzt habe ich sie mal eingeschaltet und hier kann man dann wirklich komplett sehen, wie diese Mirrorcam den Spiegel unterteilt in dem toten Winkel. Der ist direkt hier unterhalb des großen Bereiches. Und wie ihr hier sehen könnt, man hat immer bei jeder Wind und Wetter, vor allen Dingen auch wenn die Sonne mal wirklich tief steht oder so, bei dieser Sonneneinblendung, man hat immer die gleiche Qualität des Spiegels. Die Kamera macht entweder in die Helligkeit hinein oder sie verdunkelt auch etwas. Das heißt, die Qualität des Bildschirmes, dann hat man sich ganz schnell dran gewöhnt, ist immer sensationell. Auf der linken sowie auch auf der rechten Seite hat man einfach einen ganz tollen Blick. Ihr könnt ja gerne mal schauen. Und man sieht, die obere Hälfte ist halt das, was man normal sieht. Und dann der tote Winkel, man sieht es gerade speziell bei der Treppe, die ist dann wirklich ganz schön im Bild. Es gibt natürlich auch, wo Licht ist, ist auch Schatten. So ist es auch bei den Mirrorcams. Was sehr ungewöhnlich ist halt, war am Anfang halt, ist halt die Einstellung in die Tiefe, weil die Kamera hat ein sehr objektives, ganz klares Bild. Aber wenn man rückwärts fährt, wenn man dann wirklich einparken will, mit der Distanz hat sie dann schon so ein bisschen Probleme. Da muss man einfach, weil sie kann halt visuell in die Tiefe nicht so schauen wie das menschliche Auge. Da wird man im ersten Moment schon den Spiegel vermissen. Aber wir haben uns relativ schnell dran gewöhnt und von dieser Seite her heute könnte ich mir gar nicht mehr anders da vorstellen. Jetzt sehen wir hier vorne montiert auf diesem 10 Zoll Bildschirm, jetzt auch bei dem neuen Grand Empire, den Außenkamera für die rechte Seite. Wirklich zum Einparken ganz toll. Also man kann fast nichts mehr berühren. Man muss halt dann nur in die Kamera schauen. Ja, dir, dann sage ich Dankeschön, dass du so nett warst, uns hier durchzuführen und alles erklärt hast. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem neuen Mobil. Und ja, wir sehen uns, denke ich, im nächsten Winter hier wieder. Ja, vielen Dank, Hartmut, auch für das Video und immer wieder gerne auch an alle Zuschauer, wenn man so ein bisschen direkt aus erster Hand mal erzählen kann, was so ein Fahrzeug wirklich kann. Und ja, wir sind einfach begeistert, freuen uns auf eine gute Zeit in Spanien. Bis das nächste Mal. Dankeschön. Danke. Und auch ich sage euch Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.